Seit einigen Tagen wurde wieder ein unheimliches Phänomen aktiviert. Das Phänomen ist nämlich bekannt. Es ist seit Jahren etwas Unerklärliches. Doch ein vor kurzem veröffentlichtes Video ging viral und triggerte damit viele andere Menschen, sodass viel mehr Videos über dieses Phänomen auftauchten. Es geht um immer mehr Tiere auf der Welt, die im Kreis laufen. Woher kommt das Gefühl eines perfekten Kreises? Aufgenommen wurde dieses Überwachungsvideo einer Schäferei im Inneren der Mongolei. Man sieht, wie die Schafe im Kreis laufen. Veröffentlicht wurde dieses Video von der chinesischen Staatszeitung People's Daily auf Twitter. Das Beängstigende daran ist, dass diese Tiere dies 12 Tage lang gemacht haben. Doch was hat das für einen Sinn? Man sieht, dass mehr als 100 Tiere beteiligt sind. Hin und wieder machen einige von ihnen Pausen. Nach einer kurzen Zeit schließen sie sich wieder an. Wie in einem Ritual. Seitdem dieses Video veröffentlicht wurde, sind Videos aus aller Welt aufgetaucht und das nicht nur bei Schafen. Einige führen es auf eine Erkrankung zurück, beispielsweise Listeriose. Die Listerin-Bakterien gelangen in den Körper und können Fieber, Depressionen, Bewegungsstörungen etc. verursachen. Doch solche Krankheiten betreffen auch oft einzelne Tiere und nicht eine komplette Herde. Die Kreisbewegung bei dieser Krankheit ist bei infizierten Tieren viel kleiner, wie bei einem Orientierungsverlust. Besonders auf TikTok häufen sich die Videos, auf denen die Tiere im Kreis laufen. Warum ausgerechnet ein Kreis? Wieso genau diese Größe? Wie bekommen die Tiere einen perfekten Kreis hin? Für einige ist das ein klares Zeichen für etwas Katastrophales, was uns bevorsteht. Woher bekommen diese Tiere das Zeichen? Ist das eine Warnung? Natürlich gibt es Forscher, die eine klare Entwarnung abgeben. Bei Rentieren soll diese Kreisbewegung eine Verteidigungsstrategie sein. Dadurch wird es für den Angreifer schwieriger, ein einzelnes Tier anzugreifen. Das Interessante an den veröffentlichten Videos ist aber, dass keine Gefahr zu sehen ist. Bei einem anderen Video ist es bei Pferden zu sehen. Auch sehr bemerkenswert bei Raupen. Da für uns bei dieser Art von Bewegung kein Nutzen zu sehen ist, wird es gerne als Warnzeichen angenommen. Eine andere Vermutung ist die sogenannte Ameisenmühle. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, das bei Wanderameisen vorkommt. Die Tiere folgen den Pheromonspuren ihrer Vorgänger. Bei einer Überkreuzung der Spuren kann es vorkommen, dass der Weg in einen Kreis führt. Dadurch, dass immer mehr Ameisen dieser Spur folgen, verstärkt sich auch die Pheromonspur. Letztlich führt es zu einem Strudel. Das Grausame an der ganzen Sache ist, dass bei so einem Fall die Ameisen das bis zum Tod weitermachen. Sie sterben vor Erschöpfung. Ob das in diesen Fällen auch eine Todesspirale ist, in die diese Tiere reingeraten sind, lässt sich nur spekulieren. Haben wir es mit einem magnetischen Phänomen zu tun? Haben wir es mit Frequenzen zu tun? Einige Menschen gehen davon aus, dass es mit der Schumann-Frequenz zu tun hat. Doch was war die Schumann-Frequenz nochmal? Die sogenannte Schumann-Resonanz wurde nach dem deutschen Physiker Winfried Otto Schumann benannt und ist sozusagen die Resonanzfrequenz der kompletten Erde. Die Frequenz, bei der die Erde mitzuschwingen beginnt. Manchmal sagt man auch, der Puls der Erde. Es ist das Schwingungsmuster, mit welchem die Erde pulsiert. Sie betrug, als sie von Schumann gemessen wurde, 7,83 Hertz. Sie wird aus dem mittleren Erdumfang und der Lichtgeschwindigkeit berechnet. Da die Erde aber keine ideal leitenden Wände besitzt, wird nicht genau 7,5 Hertz als Grundfrequenz genommen, sondern es kommt noch ein Wert dazu, sodass man bei der Grundfrequenz 7,83 Hertz landet. Das, was sich ändert, sind die Oberschwingungen. Die tiefsten Oberschwingungen liegen bei 14,3, 20,8, 27,3
und 33,8 Hertz. Die stärkste Oberschwingung liegt bei ca. 14 Hertz. Die Grundfrequenz ist also physikalisch bestimmt, doch die Intensität der Oberwellen kann sich ändern. Könnte es sein, dass die Veränderung dieser Frequenz auf die Tierwelt Einfluss hat? Wir kennen es beispielsweise vom Magnetsinn der Vögel. Was würde mit den Vögeln bei einer Umkehr der Pole passieren? Die Überlegung, dass dieses Verhalten der Tiere ein erstes Anzeichen für eine Veränderung der Erde ist, scheint überhaupt nicht sinnlos. Einige Tiere besitzen vielleicht sogar Sinne, von denen wir nichts wissen. Bestimmte Frequenzen, die wir täglich unterbewusst wahrnehmen. Haben sich irgendwelche Frequenzen verändert, dass diese Tiere quasi wie ferngesteuert einen perfekten Kreis bilden? Dass das Verhalten der Tiere in naher Zukunft ferngesteuert werden kann, wissen wir schon seit den ersten Ergebnissen der Experimente von Neuralink. Doch besonders interessant ist es, dass es ein Kreis ist. Welche Umstände bestimmen den Radius und den Mittelpunkt? Wie als würden sie durch die Kreisbewegung einen Energiepunkt bilden. Man braucht es nicht harmlos zu reden. Man braucht auch keine Panik zu haben. Man sollte sich einfach Gedanken machen.